willkommen zum Tutorial PowerXL DC1 bzw. DB1 Frequenzumrichter in Betriebnahme eines Permanentmagnetmotors. In diesem Tutorial wird gezeigt, wie ein beispielhafter Permanentmagnetmotor an einem PowerXL DC1 bzw. DB1 Frequenzumrichter in Betrieb genommen wird. Dafür sind folgende technische Voraussetzungen zu erfüllen: ein Frequenzumrichter DC1 oder DB1. Ein Hinweis: der Frequenzumrichter DB1 hat gegenüber dem DC1 keinen Kühlkörper. Hier wird die vorhandene Möglichkeit der Kühlung innerhalb der Kundenapplikation genutzt. In den Parametereinstellungen bezogen auf den Anschluss eines PM-Motors gibt es keinen Unterschied zwischen DC1 und DB1. Ein serielles Programmierkabel DXCBL PC3M0 oder ein Bluetooth-Kommunikationsstick DX-COM-Stick 3 für die einfache Parametrierung des Gerätes. Ein Hinweis: beim DC1 kann auch die integrierte Tastatur genutzt werden, um die notwendigen Parametereinstellungen vorzunehmen. Beim DB1 ist aufgrund des kompakten Aufbaus und den vorgesehenen Anwendungsfällen keine integrierte Tastatur vorhanden. Über eine externe Tastatur DX-Key LED 2 oder DX-Key OLED mit Klartextanzeige ist eine Parametrierung ebenfalls möglich. Die Programmiersoftware DrivesConnect oder DrivesConnect Mobile App. Für die Programmiersoftware DrivesConnect bzw. DrivesConnect Mobile App wird keine Lizenz benötigt. Die Software für den PC kann unter www.eaton.com/software oder für ein Smartphone im App Store bzw. Play Store heruntergeladen werden. Das Motordatenblatt von dem zur Verwendung kommenden PM-Motor. Die Motordaten werden von den Herstellern in unterschiedlichen Darstellungen zur Verfügung gestellt. In dem eingeblendeten Applikationshinweis AP0463DE, Betrieb von PM und Brushless DC-Motoren, werden die notwendigen Parametereinstellungen für den DC1 an einem beispielhaften Motor gegeben. In dem dort zur Verwendung kommenden PM-Motor liegen nachfolgend eingeblendete Daten vom Motorhersteller vor. Bei der Einstellung des Motorparameters P07, Motornennspannung, im DC1 ist es wichtig, nicht die Bemessungsspannung, sondern den für die Nenndrehzahl berechneten Wert der Back-EMF einzustellen. Dies ergibt in diesem Anwendungsfall bei 1500 Umdrehungen pro Minute einen berechneten Wert von UP1000 (215 Volt) mal 1500 durch 1000 gleich 323 Volt. Aufgerundet von 322,5 Volt. Für die Konfiguration des Frequenzumrichters wird in diesem Tutorial die Software DrivesConnect genutzt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Parametrierung durchzuführen. A. Im Echtzeitbearbeitungsmodus, wo jeder Parameter direkt im DC1 geändert wird, oder B. Im Offline-Betrieb, wo alle Parameter zuerst geändert und dann als Gesamtes übertragen werden. Im Folgenden wird die Offline-Parametrierung gewählt. Als Voreinstellung wurde hier der 7,5 kW DC1-34018FB-A20 CE1 als Standardantrieb hinterlegt, was hier in der Antriebsbeschreibung dokumentiert wird. Im Parameter-Editor wird für den notwendigen Zugriff auf alle Parameter das Passwort P14 auf 201 gesetzt. Automatisch erscheinen die Gruppen Erweitert und Monitor. Es erfolgt die Einstellung der Motorparameter P07 bis P10. Wie zuvor erwähnt, wird bei P07 nicht die Bemessungsspannung, sondern der errechnete Wert für die Back-EMF, hier 323 Volt, eingetragen. In P08 kann der maximale Gerätenennstrom von 18 Ampere eingetragen werden. Hier wird der Bemessungsstrom des PM-Motors von 14,2 Ampere eingetragen. Die Werkseinstellung von P09, Motornennfrequenz, wird beibehalten. Sobald die notwendige Einstellung von P10, Motornenndrehzahl, vorgenommen wird, wechseln alle Parameter mit Einheit Hertz auf Einheit RPM. Ein Tipp: Liegen gewünschte Werte in Hertz, zum Beispiel für die Festfrequenzen vor, so sollten diese Werte vor der Änderung in P10 vorgenommen werden.
Nach dieser Maßnahme wird mit Eingabe des Wertes für P10 automatisch im Hintergrund der korrekte Wert für die Festfrequenz in RPM unter Berücksichtigung des eingegebenen Wertes für die Motornennfrequenz P09 angegeben. Im Menü Erweitert ist für den optimalen Betrieb eines angeschlossenen PM-Motors die Schaltfrequenz P17 auf mindestens 16 kHz zu stellen. Bevor die Motoridentifikation gestartet werden kann, muss im nächsten Schritt die Vorwahl des Steuerungsmodus P60 auf PM-Motor-Drehzahlregelung erfolgen. Ein Hinweis: Sollte sich zwischen DC1 und PM-Motor eine Motordrossel, ein DU nach DT-Filter, ein Sinusfilter oder ein altpoliger Sinusfilter befinden, so ist dieser für die korrekte Ermittlung des Motormodells im DC1 zu brücken. Für die serielle Kommunikation via DX-CBL-PC3M0 mit dem DC1 ist über Extras Kommunikationsgerät wählen die verkabelte serielle Schnittstelle RS485 als Verbindungstyp auszuwählen, hier über das USB-Port COM5. Anschließend die Schaltfläche Verbinden betätigen. Unten links wird das ausgewählte Kommunikationsgerät angezeigt. Die bis dato geänderten Parameter werden dann über die Schaltfläche Parametersatz auf ausgewählten Antrieb übertragen. Der Fortschritt der Übertragung kommt unten rechts in der Drives Connect zur Anzeige. Ebenfalls wird im Display des DC1 der erfolgreiche Parametertransfer mit der Anzeige Pass-T bestätigt. Zur Kontrolle wird nun das Antriebsnetzwerk abgefragt. Für den nächsten Schritt ist zwingend der Echtzeitbearbeitungsmodus zu deaktivieren. Die Motoridentifikation kann beim DC1 nur über die Tastatur aktiviert werden. Der voreingestellte Datenlogger mit Triggermodus für eine höhere Auflösung visualisiert den Vorgang des Motoridentikationslaufes. Über die Tastatur wird nun in P61 der Wert 1 über die Pfeiltasten nach oben vorgegeben und mit OK quittiert. Ein Hinweis: Ist ein Motor am Ausgang des DC1 angeschlossen, so erfolgt direkt mit Drücken der Taste OK der Motoridentikationslauf im Stillstand. Hier ist keine weitere Freigabe erforderlich. Der Vorgang der Motoridentifikation dauert in diesem Fall ca. 5 Sekunden. Ist kein Motor angeschlossen, so kommt es zur Fehlermeldung ATF-01. Weitere mögliche Fehlermeldungen während des Motoridentikationslaufes sind eingeblendet. Nach erfolgreicher Motoridentifikation können die neuen Werte von P64 bis P66 für das interne Motormodell vom Frequenzumrichter DC1 auf die Software Drives Connect übertragen werden. Ein Hinweis: Die ermittelten Werte für das interne Motormodell des DC1 müssen nicht mit den angegebenen Werten aus dem Datenblatt des Motorherstellers übereinstimmen. Die Optimierung eines DC1 bzw. DB1 auf einen PM-Motor wird im folgenden eingeblendeten Video PowerXL DC1 bzw. DB1 Frequenzumrichter Optimierung eines Permanentmagnetmotors behandelt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.